Auf den ersten Blick ist das hier ein ganz normales BMW E36 Coupé und ehrlich gesagt auf den zweiten Blick auch. Wenn er dann im Rückspiegel sehr schnell größer wird, dann zeigt sich relativ schnell, das ist ein ganz besonderer BMW E36. Genau genommen ist es gar kein BMW E36, sondern ein Alpina B8. Und das ist der Super Dreier der 90er Jahre, der damals schneller war als der BMW E3 und auf Augenhöhe mit einem Porsche 911 Carrera unterwegs war. Wir von der Bremen Classic Motor Show erzählen euch die ganze Geschichte des Alpina B8 und zeigen euch auch, wie er heute nach 30 Jahren fährt. Der Alpina-Gründer Burkhard Bovensiepen war ein fast fanatischer Verfechter des Understatements. Das heißt, Krawall kam für seine Autos überhaupt nicht in Frage. Und das gilt nicht nur für den Sound, sondern auch für den optischen Auftritt. Und es gilt auch für diesen Alpina B8 aus den 90er Jahren, der wirklich so schmal und zierlich daherkommt wie alle anderen Dreier dieser Zeit. 4,43 Meter lang, 1,71 breit. Das sind heutige Kompaktwagendimensionen und das war damals das Format eines gestandenen Dreiers. Wenn wir jetzt die Unterschiede uns anschauen, dann sehen wir hier einen sehr dezenten Frontspoiler mit goldenem Alpina-Schriftzug. Wir sehen die klassischen Alpina Aluräder im Design der 70er Jahre mit 17 Zoll Reifen. Wir sehen den goldenen Alpina Dekorsatz und das war es fast schon, was die Unterschiede zum ganz normalen BMW 316 oder 318i betrifft, der damals im Straßenverkehr allgegenwärtig war. Am Heck gibt sich der Alpina mit einem sehr dezenten Spoiler zu erkennen. Und Nerds sehen natürlich auch, dass diese Abgasanlage nicht original BMW ist, sondern für den B8 konfiguriert. Und dann gibt es noch einen sehr dezenten Hinweis darauf, was unter der Motorhaube los ist. Aber bevor wir uns in die Technik dieses Super Alpina bzw. BMW versenken, sprechen wir mal mit dem Besitzer zum Beispiel darüber, wie man eines von 221 gebauten Autos heute überhaupt findet. Hinrich, wie schön, dass du uns diese Rarität mitgebracht hast. Das Coupé Nummer 48 von 78 gebauten. Sag uns, hat er dich gefunden oder hast du ihn gesucht? Ja, ich habe das Coupé tatsächlich gesucht. Es gibt ja nur 221 B8. Ja, Alpina-Fan war ich eigentlich schon seit meiner Jugend nach so einer Mitfahrt bei einem Bekannten in einem B6 E21 2,8. Hat mich das Alpina-Fieber nicht mehr losgelassen und dann eben auch durch Recherche auf den B8 gestoßen und dann eine mobile Suche platziert und irgendwann eines Tages des Morgens poppte dieses Fahrzeug auf. Ja, ist die Nummer 48 von 78 gebauten Coupés und seitdem habe ich das Fahrzeug und bewege das dann so ja, in der Freizeit. Zum Beispiel auf der Creme 21 Rallye waren wir auch schon mit dabei. Und ja, auf anderen Veranstaltungen dann oder eben einfach mal bei schönem Wetter. Was macht die Faszination Alpina B8 aus? Warum Alpina B8 und nicht BMW M3? Ja, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Charaktere. Der M3 als ja, klassischer Sportler, Hochdrehzahl, rein Sechszylinder BMW typisch. Der B8 ist ja eigentlich BMW untypisch, zumindest in der Dreierreihe. Man hat ja hier bei Alpina den V8 gewählt und hat ja auch da nochmal eine Hubraumerweiterung gemacht auf 4,6 Liter, was ein enormes Drehmoment von 470 Newtonmeter im Maximum erbracht hat. Das merkt man natürlich auch beim Fahren. Im Vergleich zum M3 ist er ja im niedrigen Drehzahlbereich durchzugsstark und eigentlich, kurz beschrieben, ein sehr sportlicher, langstreckentauglicher ja, Alpina. Ne? Was erwartet jemanden, der das Glück hat, so ein Auto heute zu finden? Welche Ansprüche stellt so ein Alpina B8 fahrerisch, aber auch finanziell und bei der Suche nach Ersatzteilen technisch? Wie lebt sich's mit so einer Rarität? Eigentlich gut. Fahrerisch sind die Anforderungen nicht hoch. Alpina baut ja sehr gute Fahrwerke. Dann hat man schon DSC verbaut, man hat ein Tempomat verbaut in vielen Fahrzeugen. Also technisch schon gut ausgestattet. Und vom Unterhalt her kann man so ein Fahrzeug auch sehr gut betreiben. Viele Teile sind bei BMW zu bekommen. Alpina Classic hat eine sehr gute Teileversorgung.
Die BMW-Werkstätten kennen sich auch gut mit den Fahrzeugen aus nach wie vor. Und freie Werkstätten mit BMW-Schwerpunkt können auch sehr gut helfen. Also eigentlich ein empfehlenswerter Klassiker. Dann bin ich mal gespannt, wie er sich anfühlt. Freue mich aufs Fahren. Ja, gerne. Danke dir, dass ich ihn fahren darf. Und ja, schauen wir mal, wie er gealtert ist, wie gut er altert oder ob er überhaupt gealtert ist, weil eigentlich ist er ja ein moderner Klassiker. Wir lieben natürlich die modernen Klassiker, auch dann, wenn sie noch kein H-Kennzeichen tragen oder gerade kurz davor sind. Bei den Modern Classics geben wir ihnen einen Platz, nicht nur diesem Alpina B8, sondern anderen charismatischen Fahrzeugen, die vor einer großen Sammlerkarriere stehen. Schaut vorbei auf der Bremen Classic Motor Show bei den Modern Classics. Das ist das Besondere am BMW E36 der 90er Jahre. Auch als Klassiker passt er einem tatsächlich wie ein Maßhandschuh und man wünscht sich kein breiteres oder größeres Auto. Es ist tatsächlich so, dass er hier so ein wunderbares menschliches Maß gefunden hat und auch ich als Sitzriese sitze ganz wunderbar und vermisse gar nichts. Ich vermisse erst recht keinen großen Bildschirm. Es ist alles hier auf analoge Weise vorhanden und übersichtlich. Ich staune über das Sportlenkrad mit Airbag. Das war damals in den 90er Jahren tatsächlich außergewöhnlich, dass man also ein so elegantes Lenkrad vorfindet. Oft waren es ja tatsächlich Lenkräder, die so richtig kaulquappig und fett da vor einem lagen. Das haben die ganz wunderbar gelöst. Ich sehe die Alpina Spezialinstrumente, Tacho bis 300, Zusatzinstrumente, zum Beispiel Öldruck und Öltemperaturanzeige, diesen schönen, schlanken, hölzernen Alpina Schaltknauf, der tatsächlich noch so ein bisschen aussieht wie in den 60er Jahren und natürlich hier das klassische Alpina Typenschild, Alpina Produktion exklusiver Automobile, exklusiv selbstverständlich mit C, weil wir sind ja in den 90er Jahren mit der Seriennummer, die zeigt, wir sitzen hier im 48. gebauten B8 Coupé. Die Sitze sind ganz wunderbar, also damit könnte man jetzt tatsächlich eine Langstreckenfahrt wagen und würde, glaube ich, ohne Kreuzschmerzen aussteigen. Es ist ganz erstaunlich, wie zeitgemäß so ein 30 Jahre altes Auto heute wirkt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, wie wir hier uns im Straßenverkehr bewegen nach 30 Jahren im Alpina B8. Ganz dezent, natürlich typisch Alpina. Das ist das Schöne am Alpina B8. Er ist weder hart noch laut noch in irgendeiner Weise undezent. Er fährt sich eigentlich wie ein ganz normaler BMW 3er, bis man dann die Möglichkeit hat, tatsächlich mal das Gaspedal durchzudrücken und da kommt einfach unmittelbar jede Menge Dampf. Das kann man hier gar nicht ausprobieren, ohne seine Fahrlizenz in Gefahr zu bringen. Aber es ist ein unglaublich flüssiges, sämiges und entspanntes Fahren. Wissend, dass man jederzeit mehr als genug Kraft hat zum Überholen, zum Durchstatten, für was auch immer. Das heißt, eigentlich müsste man damit jetzt zumindest mal auf die Autobahn gehen und mal schauen, wie sich das im Fernstreckenmodus anfühlt. Aber für den kleinen Vorgeschmack reicht hier natürlich auch die leere Landstraße in der Weite Niedersachsens, um zu sehen, der hat mehr als genug Kraft und ist keineswegs alt oder antik, sondern fühlt sich wirklich jugendfrisch und knackig an, obwohl er demnächst das H-Kennzeichen tragen könnte. Also die Faszination Alpina B8 erschließt sich tatsächlich auf den ersten Fahrkilometern. Also es ist wirklich nichts irgendwie, was irgendwas vom Fahrer fordert. Ich habe eine wunderbar dosierbare Kupplung, habe eine schöne Rückmeldung von der Bremse, habe eine ganz wunderbar gefühlsbetonte Lenkung, eine präzise Schaltung auf kurzen Wegen. Das ist also ein ganz großes Vergnügen und nichts, was in irgendeiner Form anstrengen würde. Also das ist ein Fahren,
auf höchstem Niveau wie in der Oberklasse, aber natürlich im kompakten Kleid des BMW 3ers. Das zeigt relativ deutlich, was damals die Faszination dieses Autos ausgemacht hat. Jetzt kommt die nächste 50er-Zone und danach hoffentlich mal ganz kurz eine freie Strecke. Sehr schön auch die straffen Sportsitze hier. Trotzdem komfortabel und mit guter Seitenführung. Also das ist alles ganz wunderbar. Meine Güte, hat der Dampf. Und natürlich wunderbar elastisch. Es gab damals einen Tester, der geschrieben hat, man kann also ganz ohne schlechtes Gewissen im 4. Gang mit 30 und 900 Umdrehungen durch die Tempo-30-Zone rollen und dann wieder ruckfrei hochbeschleunigen. Das glaube ich ihm natürlich auf der Stelle. Wenn man das mal die Post mal abbiegen da, so. Meine Güte, hat er drauf. Das ist ja geil. Das ist tatsächlich überragend. Und 478 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das war man vor 30 Jahren natürlich auch von starken Diesel noch nicht gewöhnt. Das war damals eine Ansage und ist auch heute noch wirklich ein Fahreindruck, der absolut überragend ist. Unglaublich. Das spiegelt sich natürlich in den Fahrleistungen auch wieder. 0-100 5,7 Sekunden. Da kamen vor 30 Jahren der BMW M3 und auch der Porsche 911 Carrera noch mit. 0-200 sah es schon anders aus. Die hat der Alpina B8 nach Messungen von Automotor und Sport in 20,2 Sekunden erreicht. Und da blieben tatsächlich alle beide dahinter. Absolut toll, auch damals die Höchstgeschwindigkeit 278 Stundenkilometer. Das war absolutes Supersportwagenniveau. Der M3 war damals übrigens schon auf 250 km/h limitiert. Und, wir müssen das heute nicht in Zahlen gießen, aber es ist wirklich ein Fahreindruck von großer Leichtigkeit und Souveränität auch heute noch. Das ist ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Auto. Ganz, ganz toll. Ja, das ist wirklich das allgegenwärtige Gefühl, jederzeit aus dem Vollen schöpfen zu können und das Ganze ohne, dass dieses Auto die Stimme erhebt, ohne eine Rauheit, ganz sanft und kultiviert. Also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino und zeigt, was Alpina damals gekonnt hat und woher der Ruf der Marke Alpina bis zum heutigen Tag kommt. Dann schauen wir uns diesen wunderbaren Motor mal näher an und checken auch mal, wie voll es da unter der Haube ist. Tatsächlich, es ist sehr voll. Wir sehen das daran, dass hier die Dämmmatte fehlt. Das ist tatsächlich der Originalzustand, weil dazu war der Motor zu hoch. Den musste Alpina damals weglassen. Und es gibt eine Legende, die erzählt, dass der damalige BMW-Entwicklungschef Wolfgang Reitzle zu den Alpina-Leuten gesagt hat, dieser V8-Motor passt nicht in den E36. Die Alpina-Leute wollten es daraufhin wissen und haben es ausprobiert und haben ihn tatsächlich unter die Haube bekommen. Allerdings mit genau 42 Änderungen an der Rohbaukarosserie und mit einem Kniff. BMW hat die Motoren am Fließband von unten eingebaut. Alpina konnte es sich leisten, als Manufaktur sie von oben einzubauen. Und so hat der Motor des 540i eben doch in den kleinen Dreier gepasst.
Die Geschichte der Marke Alpina ist tatsächlich so bemerkenswert wie ihre Produkte. Denn angefangen hat Alpina 1965 mit Zweivergaseranlagen für den BMW 1500 der neuen Klasse, also als typischer Tuner. Und hat sich dann nach und nach durchgearbeitet zum lizenzierten Automobilhersteller, wenn auch Manufaktur, aber doch ein richtiger Hersteller. Diese Ära der Selbstständigkeit endet in diesem Jahr nach 60 Jahren, denn BMW hat die Markenrechte an Alpina gekauft. Alpina lebt also als Tochter der Muttermarke weiter. Das Besondere am Alpina B8 ist, dass er tatsächlich die erste Hälfte der Firmengeschichte markiert, weil den hat sich Alpina 1995 zum 30-jährigen Jubiläum gegönnt. Ja, und ich könnte jetzt mit ihm losziehen. Ich denke mal, der Alpina B8 wird mich heute noch von Bruchhausen-Vilsen hier in Niedersachsen locker nach Nizza oder Mailand bringen, wenn ich wollte. Das würde vielleicht an meiner Kondition scheitern, aber garantiert nicht an diesem jungen Klassiker. Und das ist ja tatsächlich das Besondere. Dieses Auto ist 30 Jahre alt und fühlt sich nicht nur schwerelos, sondern auch absolut alterslos an. Und das macht bis zum heutigen Tag seine Faszination aus. Andere sportliche BMW könnt ihr bei uns auf dem Kanal der Bremen Classic Motor Show sehen. Zum Beispiel ein Vergleich der ersten beiden Generationen des BMW M3 oder auch eine bewegende Probefahrt im BMW M5 der ersten Baureihe E28. Und wie schon gesagt, wenn ihr euch für diesen Alpina B8 interessiert und ihn live sehen wollt, ihn seht ihr bei den Modern Classics auf der Bremen Classic Motor Show im Februar. Bis dann, wir sehen uns.